Die Stadt aus Stein, das große Simbabwe. Prolog, was der Wind erzählt. Auf dem weiten Hochland im südlichen Afrika, wo die rote Erde im Sonnenlicht glitzert und Affenbrotbäume gen Himmel ragen, flüstert der Wind noch heute eine alte Geschichte. Vor vielen 100 Jahren, so heißt es, errichteten Menschen an diesem Ort eine gewaltige Stadt aus Stein. Ohne Mörtel, ohne Zement. Nur mit präzise behauenen Granitplatten bauten sie Mauern, die sich dem Himmel entgegenstreckten. Und diese Stadt geriet über die Jahrhunderte in Vergessenheit. Als Entdecker sie wiederfanden, wurde sie zu einem großen Rätsel. Diese Geschichte handelt von der Geburt dieser Stadt, ihrer Blüte, ihrem Vergessen und ihrer Verzerrung. Sie beginnt mit dem Traum eines Steinmetzes und endet mit der Seele eines Volkes, die in den Steinen weiterlebt. Erstes Kapitel, Makombes Traum. Erster das Flüstern der Steine. Im Jahr 1275 NCHR, im Land der Kalanga. Makombe war 16 Jahre alt. Jeden Morgen in der Dämmerung stieg er den Berghang hinauf, um Steine zu sammeln. Aber es waren keine gewöhnlichen Steine. Der Granit dieses Landes besaß eine geheimnisvolle Eigenschaft. Unter der sengenden Sonne des Tages erhitzte er sich und kühlte über Nacht so schnell wieder ab, dass er sich in regelmäßige Platten spaltete. Als hätte jemand mit Meißel und Hammer nachgeholfen. Es waren Steine, die die Natur selbst zu Bausteinen geformt hatte. An jenem Morgen entdeckte Makombe eine besonders große Platte. Als er sich bückte, um sie umzudrehen, hörte er hinter sich die Stimme seines Meisters. Heb sie behutsam an. Auch Steine können Schmerz empfinden. Der weißhaarige Ndiaba stand hinter ihm. Der fast 80-jährige Mann blickte mit immer noch scharfen Augen auf seinen Schüler. Sein ganzes Leben hatte er damit verbracht, Steine aufeinander zu schichten. Meister, warum spalten sich diese Steine so gleichmäßig? Ndiaba setzte sich auf einen Felsen und schaute in die Ferne. Vor langer, langer Zeit, so erzählt man sich, kam der große Anher Mwari vom Himmel herab und durchschritt dieses Land. Bei jedem seiner Schritte barst der Stein unter seinen Füßen. So erhielten wir die Steine für unsere Häuser. Es ist ein Geschenk der Götter. Darum trägt jeder Stein, den wir verbauen, die Fußspur des Göttlichen. Makombe prägte sich diese Worte tief ein. Von diesem Tag an behandelte er jeden Stein mit Ehrfurcht. Zweiter der Ruf des Königs. 3 Jahre später, an einem tiefen Herbsttag, hallten Trommeln durch das Tal. Ein Bote war eingetroffen. Der König rief. Makombe und Ndiaba wurden zum Königspalast auf dem Hügel befohlen. Als sie die Steinstufen zum Hügelkomplex hinaufstiegen und eintraten, saß König Neda auf einem hohen Thron aus Stein. Um seinen Hals glänzte goldener Schmuck. Und neben ihm standen 8 steinerne Vogelfiguren. Die Vögel von Simbabwe. Mit ihren menschenähnlichen Lippen und den 15 galten sie als Vermittler zwischen dem König und den Ahnen. Ndiaba, begann der König mit tiefer, gewichtiger Stimme. Du hast dein ganzes Leben mit Steinen verbracht. Ja, Eure Majestät. Diese Hände haben Hunderte von Häusern errichtet. Nun musst du etwas Größeres bauen. Unser Volk wächst. Händler aus fernen Ländern jenseits des Meeres kommen mit Gold und Elfenbein. Sie bestaunen unsere Steinkunst. Doch wir haben nicht genug Raum, um sie alle zu empfangen. Der König erhob sich und trat ans Fenster. Unten im Tal lag die weite Ebene vor ihm. Dort unten, in jenem Tal, soll eine neue Stadt entstehen. Und in ihrer Mitte errichtet eine gewaltige, rings geschlossene Mauer.
Einen Ort für heilige Zeremonien. Eine Versammlungsstätte für die Edeln. Ich nenne sie die große Einfriedung. Endiaba senkte den Kopf. Eure Majestät, ich bin alt. Meine Hände können die großen Steine nicht mehr heben. Aber ich habe einen Schüler. Er deutete auf Makombe. Dessen Herz schlug bis zum Hals. Kann dieser Jüngling das Werk vollbringen? Makombe fiel auf die Knie. Majestät, ich habe die Sprache der Steine gelernt. Sie flüstern mir, wie sie gefügt werden wollen. Ich werde euren Traum in Stein verwirklichen. Der König lächelte. Gut. Wenn du die Sprache der Steine verstehst, dann werden diese Steine deine Geschichte erzählen. Für immer. Zweites Kapitel, die Stadt aus Stein, Zeugnis einer glanzvollen Kultur. Erster der Bau des Wunders. Die Arbeiten begannen. Makombe war jetzt 22 und führte Hunderte von Handwerkern und Arbeitern an. Die erste Aufgabe war die Steingewinnung. Sie sammelten die natürlich gespaltenen Platten am Fuße der Hügel. Manchmal mussten sie gewaltige, tief in der Erde steckende Felsen freilegen. Dann entfachten sie Feuer, erhitzten das Gestein, um es dann abrupt mit Wasser zu übergießen. Die Spannung ließ den Fels entlang der gewünschten Linie brechen. Doch das Erstaunlichste war ihre Bauweise. Sie verwendeten keinerlei Mörtel oder Zement. Stattdessen berechneten sie das Gewicht und den Winkel jedes Steins so präzise, dass die Steine wie Puzzleteile ineinander griffen und sich gegenseitig hielten. Je höher die Mauer wuchs, desto mehr neigten die Erbauer sie leicht nach innen. Für zusätzliche Stabilität. Es war eine Technik, die aus Jahrhunderten der Erfahrung gereift war. Makombe war vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang auf der Baustelle. Eines Tages brach ein heftiger Regensturm los. Alle Arbeiter flohen, um Schutz zu suchen. Nur Makombe blieb. Er stand im Regen und betrachtete die Mauer. Das Wasser drang zwischen die Fugen. Mit den Fingern tastete er die Ritzen ab und murmelte. Fester, noch fester. Da trat Endiaba zu ihm. Der Alte stellte sich neben seinen Schüler. Unbeeindruckt vom Regen. Was siehst du? Meister, ich sehe, wo das Wasser eindringt. Diese Steine müssen noch fester gefügt werden. Sonst spült der Regen sie aus. Endiaba lächelte zufrieden. Nun bist du ein wahrer Meister. Nur wer die Schwächen des Steins erkennt, kann ihn für die Ewigkeit fügen. Zweiter die vollendete Stadt. 30 Jahre vergingen. Makombe war nun ein ergrauter alter Mann. Die Stadt, von der er als Jüngling geträumt hatte, war endlich vollendet. Das große Simbabwe erhob sich als das strahlendste Zentrum der Zivilisation im Afrika südlich der Sahara. Die Stadt bestand aus 3 Hauptbereichen. Ganz oben auf dem Hügel, 80 Meter über der Ebene auf einem Granitfelsen thronend, lag der Hügelkomplex, die Residenz des Königs und Ort heiliger Riten. Enge Gänge und verborgene Kammern durchzogen ihn wie ein Labyrinth. Die 8 steinernen Vögel Simbabwes bewachten den Königsthron. Ein einziger schmaler Steilaufstieg verband den Hügel mit dem Tal. Ein natürlicher Schutz vor Feinden. Unterhalb erstreckte sich der Talkomplex mit den Wohnhäusern der königlichen Verwandten und Adligen. Ihre runden Gehege aus Stein umschlossen Häuser, die innenreich verziert waren. Goldschmuck glänzte an ihren Hälsen. Wohlhabende Händler handelten mit chinesischem Porzellan, persischer Keramik und arabischen Glasperlen, die von jenseits des Indischen Ozeans kamen. Und dann war da das Herzstück, das alle Blicke auf sich zog. Die große Einfriedung Makombes Lebenswerk.
Eine gewaltige, ovale Außenmauer. Von 252 Metern Umfang und bis zu 11 Metern Höhe. Wand sich wie eine lebende Schlange durch das Tal. Unten waren die Steine riesig. Nach oben hin wurden sie kleiner. Für maximale Stabilität. Im Inneren führte ein zweites Mauerlabyrinth. Durch enge Gänge. Bis sich dem Besucher ein geheimnisvoller Anblick bot. Ein gewaltiger, konischer Turm ragte empor. 10 Meter hoch, an der Basis 17 Meter im Umfang. In vollendeter Kegelform aufgeschichtet. Symbolisierte er vielleicht einen Kornspeicher. Vielleicht die Fruchtbarkeit und Macht des Königs. Seine genaue Bestimmung kannte niemand. Aber alle verneigten sich ehrfurchtsvoll vor seiner Heiligkeit. Dritter eine Nacht des Festes. In der Nacht der Vollendung feierte die ganze Stadt. Tausende Fackeln tauchten die Steinmauern in rotes Licht. Trommeln dröhnten, Menschen tanzten und sangen. Makombe stand inmitten der großen Einfriedung und betrachtete die Mauern, die sein Leben gefüllt hatten. Neben ihm stand sein junger Schüler Tapiwa. »Meister, wie konntet ihr das alles vollbringen? Mit nur einer Hand?« Makombe lächelte mild. »Nicht mit einer Hand. Mit 1000 Händen.« Und was all diese Hände antrieb, war der Traum von dieser Stadt. In diesem Moment trat ein Händler auf sie zu. Er kam von der Küste des Indischen Ozeans, ein Araber. Er blickte ehrfurchtsvoll zu den Mauern auf. Unglaublich! So präzises Mauerwerk kann nur von Phöniziern oder Ägyptern stammen. Oder kamen etwa Baumeister des Königs Salomo aus dem fernen Norden hierher? Makombe antwortete ruhig. Unsere Hände, unsere Steine, wir haben sie gesetzt. Unsere Vorfahren züchteten Vieh, schmolzen Eisen, verarbeiteten Gold und gediehen in diesem Land. Das Gold und Elfenbein, das wir gegen eure Glasperlen und Töpferwaren tauschten, war das Blut, das diese Stadt nährte. Wir handelten mit der Welt. Doch die Seele dieser Stadt ist unser. Der Händler senkte demütig den Kopf. In seiner Hand hielt er ein Stück rötliches Holz. Sandelholz, das in dieser Region wuchs. Er reichte es Makombe. Dieses Holz wächst in eurem Land. Es duftet köstlich. Ich werde es bis nach Arabien bringen. Und dort verkaufen. So werden die Menschen dort von eurer Stadt erfahren. Makombe nahm das Holz und roch daran. Der Duft stieg ihm in die Nase. Dann mag dieses Holz unsere Geschichte erzählen. Drittes Kapitel, Schatten der Dämmerung. Erster Die Sonne sinkt. Mitte des 15. Jahrhunderts. Verlor das große Simbabwe allmählich seine Strahlkraft. Makombe war längst gestorben. Auch seine Nachfolger waren dahin gegangen. Die Stadt wurde nun von seinem Urenkel Chidube geführt. Eines Tages traf wieder eine Karawane von Händlern ein. Doch diesmal war alles anders. Die Karawane war klein, die Waren waren armselig. Chidube fragte den Anführer der Händler. Was ist geschehen? Warum bringt ihr so wenig? Der Händler schüttelte den Kopf. Die Handelswege haben sich verlagert. Neue Städte im Norden verkaufen Gold billiger. Und an der Küste sind die Portugiesen erschienen. Sie versuchen, den gesamten Handel an sich zu reißen. Chidubes Miene verdüsterte sich. Das war nicht das einzige Problem. Die umliegenden Wälder waren übernutzt. Holzkohle, die man zum Schmelzen von Eisen brauchte, wurde knapp. Die Weiden für das Vieh waren überweidet und ausgelaugt. Die Stadt war zu groß geworden. In jener Nacht stieg Chidube auf die höchste Plattform des Hügelkomplexes. Unter ihm lag die ganze Stadt im Mondschein. Die Steinmauern schimmerten silbrig. Große Ahnen, was sollen wir tun? Da hörte er Schritte hinter sich.
Die alte Priesterin Nehander trat zu ihm. König, die Ahnen haben geantwortet. Was ist Ihre Botschaft? Wir müssen in ein neues Land ziehen. Nach Norden, in fruchtbarere Gebiete. Dieses Land kann uns nicht mehr alle ernähren. Chidube seufzte tief. Die Stadt aufgeben? Die Stadt ist nur Stein. Was zählt, ist unser Volk. Die Steine werden hier bleiben. Aber unsere Seele geht mit uns. Zweites Lied des Abschieds. Im Herbst jenes Jahres begann die große Völkerwanderung. Tausende Menschen zogen nordwärts. Sie sollten dort das Reich Mutapa gründen. Am Morgen des Aufbruchs betrat Chidube ein letztes Mal die große Einfriedung. Er trat vor den konischen Turm und legte die Hand auf den kalten Stein. An Herr Makombe, deine Steine bleiben hier. Aber dein Blut fließt weiter in unseren Adern. Er steckte ein kleines Goldstück in einen Spalt zwischen den Steinen. Dann ging er, ohne sich noch einmal umzudrehen. Nur der Wind blieb zurück. Der Wind sollte die Stadt über die Jahrhunderte bewachen und ihre Geschichte weiterflüstern. 4. Kapitel: Schweigen und Verzerrung. Erster der Entdecker kommt. Die Zeit verging. Es war September 1871. Der deutsche Geologe Karl Mauch folgte einem einheimischen Führer durch dichtes Buschland. Er suchte das legendäre Ophir, die Goldbergwerke König Salomos. Er glaubte fest daran, dass dieses biblische Land genau hier liegen müsse. Plötzlich lichtete sich der Wald. Vor ihm ragte eine gewaltige Steinmauer auf. Mauch blieb der Atem stehen. Von der Sonne beschienen stieg die glitzernde Granitmauer gen Himmel. Lianen rankten daran empor. Baumwurzeln hatten sich in die Fugen gegraben. Aber trotz allem war die Mauer von erhabener Schönheit. Oh, mein Gott! So etwas! Wie besessen begann er, Skizzen in sein Notizbuch zu zeichnen. Und zwischen den Steinen fand er etwas. Ein kleines Stück Holz. Es war rötlich und duftete. Es erinnerte ihn an das Holz seines Bleistifts. Er war sich sicher. Das ist libanesisches Zedernholz. Phönizier müssen es hierher gebracht haben. Dann ist dies tatsächlich Ophir. Hier sind die Minen König Salomos. Er wollte nicht hören, was sein einheimischer Führer sagte. Als dieser erklärte: Das ist Simbabwe, die Stadt unserer Vorfahren, winkte Mauch ab. Unsinn! Wie können Schwarze so etwas erbauen? Das muss das Werk weißer Menschen sein. Das Holzstück, das er gefunden hatte, war später als afrikanisches Sandelholz identifiziert. Doch seine Entdeckung war bereits per Telegraph nach Europa unterwegs. Zweiter: die Falle des Rassismus. Mauchs Bericht sorgte in Europa für große Aufregung. Verlorene Stadt der Bibel entdeckt. König Salomos Minen gefunden. So lauteten die Schlagzeilen. Und unterschwellig transportierten sie eine klare Botschaft. Schwarze sind unfähig, eine solche Hochkultur zu erschaffen. Für die Imperialisten war diese These ein willkommenes Propagandamittel. Sie untermauerte die Behauptung, dass Afrikaner unfähig zur Selbstregierung seien und der weißen Herrschaft bedürften. 1890 eroberte die British South Africa Company unter Cecil Rhodes die Region. Rhodes interessierte sich besonders für die Ruinen. Die These vom weißen Ursprung passte hervorragend in sein koloniales Konzept. Er entsandte den Archäologen Theodor Bent. Bent untersuchte die Stätte gründlich und machte eine erschütternde Entdeckung. Sämtliche Funde Tonscherben, Spinnwirtel, Eisenschlacke, Goldschmelzgeräte,
stimmten mit der materiellen Kultur der örtlichen Shona-Bevölkerung überein. Jedes Beweisstück schrie, hier bauten Afrikaner. Doch in seinem Abschlussbericht schrieb Bent: Die Ruinen wurden von einem nördlichen Volk semitischer Abstammung errichtet, das den Phöniziern und Ägyptern nahestand. Er beugte sich den Vorurteilen der europäischen Gesellschaft gegen die Evidenz seiner eigenen Augen. Dritter die Plünderer. Die schlimmsten Verwüstungen richtete der Kurator Richard Hall an. 1902 betrat Hall die Ruinen von Great Zimbabwe unter dem Vorwand der Restaurierung. Doch sein wahres Ziel war ein anderes. Er sprach davon, den Schmutz und die Dekadenz der Negerbesiedlung zu beseitigen. Er ließ Arbeiter anrücken und schaufelte systematisch die archäologischen Schichten ab. Bis zu 4 Meter tief ließ er die Ablagerungen von Jahrhunderten abtragen. Jede Spur der schwarzen Bewohner sollte getilgt werden. Er suchte nach Zeugnissen weißer Bauherren und fand nichts. Stattdessen vernichtete er unwiederbringlich wertvolle archäologische Beweise. Eines Tages erschien ein alter Mann in der Nähe der Ausgrabungsstätte. Ein Shona mit schlohweißem Haar. Er beobachtete Halls Arbeiten aus der Ferne, trat dann näher und sagte: Diese Steine wurden mit dem Schweiß unserer Ahnen errichtet. Was ihr da ausgräbt, sind die Spuren ihres Lebens. Ihr löscht sie aus. Hall lachte höhnisch. Deine Ahnen? Unsinn! Deine Ahnen hausten in Lehmhütten. Der Alte drehte sich wortlos um. In seinen Augen standen Tränen. Vierter die Suche nach der Wahrheit. Doch es gab auch Menschen, die die Wahrheit nicht länger ignorieren wollten. 1905 traf der englische Archäologe David Randall McIver ein. Sorgfältig untersuchte er, was Hall an Beweisen übrig gelassen hatte. Sein Urteil war eindeutig. Die Ruinen stammen aus dem Mittelalter. Ihr Ursprung ist rein afrikanisch. Seine Schlussfolgerung erschütterte die Fachwelt. Doch viele wollten sie immer noch nicht glauben. Die Mauer des Rassismus war hoch und dick. 1929 kam eine weitere Archäologin, Gertrude Carton Thompson, mit systematischen Grabungen und wissenschaftlichen Methoden sammelte sie endgültige Beweise. Radiokarbondatierungen ergaben, dass die Bauten aus dem 13. bis 15. Jahrhundert stammten. 2000 Jahre nach der Zeit König Salomos. Ihr Urteil war unmissverständlich. Die Schöpferkraft und Originalität dieser Kultur ist rein afrikanisch. Von einer hamitischen Einwanderung, die diese Kultur gebracht habe, fehlt jede Spur. Ihre Forschung setzte sich schließlich in der Wissenschaft durch. Doch das öffentliche Bewusstsein änderte sich nur langsam. Der Mythos der geheimnisvollen Stadt faszinierte die Menschen weiterhin. 5. Kapitel: Die befreiten Steine Simbabwes Herz. 1. Die Morgenröte der Unabhängigkeit. April 1980, Mitternacht. Auf dem Platz der Hauptstadt Salisbury, heute Harare, drängten sich Zehntausende. Atemlos blickten sie zum Himmel. Der Augenblick war gekommen. Langsam senkte sich die britische Kolonialflagge. Die neue Nationalflagge stieg empor und flatterte im Wind. In ihrer Mitte, auf einem gelben Stern, prangte ein roter Vogel. Der Vogel von Groß-Simbabwe. Die Menge jubelte. Menschen weinten, lachten, umarmten sich. 90 Jahre Kolonialherrschaft. Und eine noch längere Geschichte rassistischer Verzerrung fanden ihr Ende. Der neu unabhängige Staat brauchte einen Namen, der seine Identität ausdrückte. Man wählte das Shona-Wort Simbabwe. Häuser aus Stein. Der Name der großen Steinstadt.
wurde zum Namen der Nation. Der erste Präsident, Robert Mugabe, sagte in seiner Antrittsrede: Wir sind nicht länger ein Volk, das in fremden Mythen lebt. Wir haben unsere Geschichte zurückerobert. Das große Simbabwe wurde von den Händen unserer Vorfahren erbaut. Es ist das Zeugnis unserer Zivilisation, das Symbol unserer Würde. Zweiter die Heimkehr. Am ersten Unabhängigkeitstag besuchte ein alter Mann die Ruinen von Groß-Simbabwe. Er hieß Chikura und war 102 Jahre alt. Sein Urgroßvater war ein direkter Nachfahre Makombes. Auf einen Stock gestützt schritt Chikura langsam in die große Einfriedung. Seine Augen waren voller Tränen. Am konischen Turm blieb er stehen und legte die Hand auf den Stein. An Herr Makombe. Ich bin ein Nachkomme deines Blutes. Deine Steine stehen noch immer. Dein Traum lebt. Da entdeckte er etwas zwischen den Steinen. Ein kleines Goldstück. Vor Jahrhunderten hatte König Chidube es dort verborgen. Es steckte noch immer an derselben Stelle. Chikura nahm es behutsam heraus und legte es auf seine Handfläche. Im Sonnenlicht glänzte das Gold. Ich habe deine Botschaft empfangen, Ahnherr. Wir sind zurückgekehrt. Für immer. Dritter die Steine heute. Heute gehört Groß-Simbabwe zum UNESCO-Weltkulturerbe. Jährlich besuchen Tausende die Stätte und bestaunen ihre Größe. Und noch immer leben dort Nachfahren Makombes. Sie bewahren die traditionelle Technik des Steinbaus. Nicht mehr für Könige, sondern für das eigene historische Bewusstsein. Der junge Steinmetz Tapa erzählt den Besuchern die Geschichte, die er von seiner Urgroßmutter gehört hat. Seht ihr diese Mauer? Ohne Mörtel, ohne Zement. Nur durch das Gewicht und den Winkel der Steine wurde sie errichtet. Jahrhunderte später steht sie noch immer. Unsere Vorfahren besaßen dieses Wissen. Es kam nicht von außen. Es entstand hier, in diesem Land, unter diesen Menschen. Ein Besucher fragt: Aber wie konnten Sie so etwas Gewaltiges bauen? Ohne moderne Maschinen? Tapa lächelt. Wir hatten einen Traum. Und wir hatten eine Gemeinschaft, die diesen Traum teilte. Jeden Stein, den wir bewegten, begleiteten wir mit Gesang. Der Gesang gab uns Kraft. Er setzte sich auf einen Stein und begann, ein altes Lied zu singen. Es war das Lied, das einst Makombe gesungen hatte. Der Wind trug es weit fort. Epilog: Die Sprache der Steine. Die Steine von Groß-Simbabwe sprechen noch immer. Sie sagen: Wir sind niemandes Mythos. Wir sind kein Geheimnis. Wir sind nur der Schweiß und die Träume unserer Ahnen. Geronnen zu Stein. Sie sagen: Die Hände, die uns errichteten, waren schwarz. Diese Hände wuschen Gold, schmolzen Eisen, behauten Steine. Diese Hände formten das Leben in diesem Land. Seit Jahrtausenden. Sie sagen: Wir haben eine Geschichte der Verzerrung erlebt. Manche wollten uns auslöschen. Manche wollten uns für Fremde vereinnahmen. Aber wir stehen noch immer hier, an diesem Ort. Sie sagen: Nun sind die wahren Herren heimgekehrt. Sie nennen uns beim Namen. Sie erinnern sich an unsere Geschichte. Und sie sagen: Wir werden weiter hier stehen. Solange Regen fällt, Wind weht, Sonne scheint. Wir werden nicht fallen. Nur ein wenig länger, ein wenig fester werden wir als Zeugen dieser Erde stehen. Jemand fragt: Wer hat diesen Ort erbaut? Die Steine antworten: Wir haben ihn erbaut. Und wir sind noch immer hier.